In diesem Airbrush-Tutorial zeige ich euch, wie ihr ein Nilpferd sprüht. Hallo, mein Name ist Anja von Airbrush Genial. Genial einfach. Los geht's! Und schon sind wir mittendrin. Jetzt lege ich gerade mit der Airbrush-Pistole den Hintergrund an. Dafür habe ich ein Sepia gemischt, ein Tropfen mit 3 bis 6 Tropfen Wasser und ein Indischgelb. Weiter geht es hier mit dem Stiel der Blüte oder der Blume im Hintergrund. Die habe ich bewusst nicht abgeklebt, da das keine sehr scharfen Konturen haben sollte, weil die ja eben weiter weg im Hintergrund dargestellt wird. Und die Illusion soll eben da sein, dass diese ein bisschen verschwommener wirkt. Hierfür habe ich einen Tropfen Olivgrün verwendet mit 3 bis 6 Tropfen Wasser. Für die Knospe bzw. für die Blüte selbst habe ich ein Magenta gemischt mit ein bisschen Indischgelb und ein bisschen Weiß gleich dazu genommen. Ja, dann wirkt das jetzt ein bisschen rötlicher und auch ein bisschen oranger. Meine Airbrush-Pistole nutze ich jetzt hier die Torrigon mit 0,3er Düse. Ihr seht das Video in 10-facher Geschwindigkeit. Ich habe ungefähr 2,5 Stunden, 3 Stunden gebraucht, inklusive Pausen diesmal. Und ich habe das jetzt hier auf einem DIN A4 Skizzenpapier gebrushed. Ja. Das ist mir auch ein kleiner Fauxpas später passiert. Schaut aber selbst, was denn passiert ist. Also bleibt unbedingt auf jeden Fall bis zum Ende dran, damit ihr auch nicht das Nilpferd verpasst. Jetzt geht es hier mit derselben Farbmischung weiter, also mit einem Olivgrün. Da habe ich ja wie gesagt die 3 bis 6 Tropfen Wasser und einen Tropfen Olivgrün verwendet. Mit dem Stiel von der abgeklebten Blume hier. Ja, und hier gehe ich auch bewusst dichter dran mit der Airbrush-Pistole, damit auch die Konturen schärfer werden, weil die Blüte bzw. Blume, die ist auf jeden Fall im Vordergrund dargestellt. Um die Struktur einzuarbeiten, gehe ich sehr dicht am Maluntergrund mit der Airbrush-Pistole dran. Ja, auch die einzelnen Linien eben mit dem Formstrich mitzugehen hier bei der Blüte. Also sprich nicht gegen den Strich der Blüte eben arbeiten, sondern mit dem Strich der Blüte. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich stelle es am besten auch gleich mal mit einem Pfeil dar. Jetzt arbeite ich noch ein bisschen die Details aus mit dem weichen Radierer von Faber-Castell. Hier nutze ich bewusst auch den weichen Radierer, weil ich eben auch auf dem Skizzenpapier arbeite. Auch hier nutze ich für die Blüte bzw. Blume das Indischgelb mit einer Mischung vorhin auch aus Magenta. Und jetzt habe ich eine kleine Mischung angefertigt mit dem Sepia und da ist auch ein bisschen Indischgelb wieder drin. Ne? Gibt fast ein Brasilbraun, aber halt dunkler. Und da sprühe ich jetzt die Schatten ein. Hier einmal unter der Blüte sozusagen, am Stängel. Genau, ihr seht das jetzt hier gerade. Dieses Farbgemisch nutze ich auch für die gesamte Blüte. Hier die Dunkelheiten auch in den gelben Bereichen lege ich auch damit an. Achtet nur darauf, wenn ihr das einmal nachsprüht, dass ihr nicht zu viel davon verwendet, weil dann ansonsten sieht es zu schmuddelig aus und das wollen wir natürlich in diesem Fall vermeiden. Gleich gehe ich jetzt auch nochmal, wie ihr seht, mit Indischgelb rüber, also mit puren Indischgelb fast, also 3 Tropfen Wasser habe ich nur verwendet und 1 Tropfen Farbe diesbezüglich. Und jetzt geht es hier mit der Hand weiter. Jetzt werdet ihr denken, wie passt denn Hand und Nilpferd zusammen? Ihr werdet es sehen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Da habe ich jetzt einen Hautton gemixt, einen hellen Hautton. Da habe ich einmal Indischgelb verwendet, einmal einen Tropfen Magenta und 20 Tropfen, glaube ich,
insgesamt, ne, nagelt mich nicht fest, vielleicht war es auch ein bisschen mehr, vielleicht 25 Tropfen Weiß von Schminke. Und dazu ja, nochmal so 20 Tropfen Wasser. Kleiner Pro-Tipp, wenn ihr so eine Farbmischung habt und die auch nutzen wollt, dann auf jeden Fall eine größere Pistole nutzen, am besten ja, eine 0,3er Düse, wenn nicht sogar 0,45er Düse, damit ihr die Möglichkeit habt, dass die Düse auch nicht komplett sich zusetzt und die Farben, vor allem das Weiß, wirklich richtig gut durchschütteln. Dabei muss ich gestehen, ich mache das jetzt nicht mehr per Hand sozusagen, sondern ich habe jetzt hier einen Farbrüttler quasi. Da muss ich nur noch auf dem Farbrüttler halten und dann passt das. Ja, der rüttelt mir das wirklich total gut. Und seitdem ich das Ding hier nutze, danke für den Tipp nochmal hier an die Community. Das war ein Tipp von euch. Habe ich mir direkt zugelegt. Ja, seitdem ich das nutze, sitzt meine Pistole auch weniger zu. Also das Ding ist Gold wert. Tata, und jetzt seht ihr auch, wie das jetzt mit dem Nilpferd wirkt. Auf der Hand. Zur Hilfe nehme ich hier wieder ein kleines Kurvenlineal. Das habe ich mir jetzt frisch besorgt. Das ist auch Gold wert, weil das andere Kurvenlineal, was ich vorher genutzt habe, das ist einfach viel zu groß im Vergleich hier zu dem kleinen Nilpferd. Weil wenn ihr das jetzt mal vergleicht mit der Nadelspitze von meiner Airbrush-Pistole zum Nilpferd hin, ist es wirklich nicht groß. So als Tipp, wenn ihr das wieder nachsprühen möchtet, ja, und ihr seid noch am Anfang von eurer Airbrush-Karriere, dann sprüht das auf jeden Fall im größeren Format. Dann habt ihr es auf jeden Fall einfacher. Weil je größer ihr das sprüht, desto einfacher ist es einfach. Das war jetzt doppelt gemoppelt, aber ihr wisst, was ich meine. Desto einfacher wird es einfach. Zur Farbmischung, hier habe ich 3 Rot-Orange von Schminke genommen und ein Ultramarin von Schminke. Dann gibt es ein so warmes Grau. Dazu habe ich dann insgesamt, jetzt lasst mich nicht lügen, 10 Tropfen Wasser verwendet, ungefähr. Hier gehe ich sehr dicht jetzt auch wieder dran mit der Pistole. Ich hätte auch im Grunde genommen wechseln können zu meiner kleineren Düse jetzt auch bei der Farbmischung. Das wäre jetzt einfacher gewesen tatsächlich, weil ich ja relativ dicht dran gehe. Aber mit der Torrigon mit 0,3er Düse geht das auch. Da kann man auch schon sehr fein sprühen. Ist natürlich Übungssache, geht nicht am Anfang sofort, ne? Aber wenn ihr dran bleibt, dann kriegt ihr das auch auf jeden Fall irgendwann hin. Für diejenigen, die jetzt wirklich am Anfang stehen. Ja, die Strukturen radiere ich jetzt hier wieder mit dem weichen Radierstift von Faber-Castell aus. Ja, und vor allem die Helligkeiten auch, die radiere ich schon mal aus. Je frischer die Farbe, vor allem auch auf dem Skizzenpapier ist, ich nutze auch keinen Haftungsvermittler für den Untergrund oder ähnlich. Und vor allen Dingen, wie gesagt, je frischer die Farbe ist, desto besser ist es auch rauszuradieren. Ja, und hier oben rechts seht ihr den Fauxpas. Also mir ist das Papier leider kaputt gegangen. Ich habe ja teilweise abgeklebt, das habt ihr ja gesehen. Und da ist leider das Papier gerissen. Ne? Das heißt, dieses Papier werde ich jetzt zukünftig nicht mehr verwenden. Das ist ein anderes Skizzenpapier, was ich diesmal verwendet habe. Und normalerweise, wenn ich da mit dem Sensitive Teserband rangehe, passiert sowas auch nicht. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, dass ich keinen Haftungsvermittler genommen habe. Das stimmt jetzt nicht ganz. Ich habe das ein bisschen korrigiert, weil es war noch viel ausgefranster, die Stelle, die da kaputt gegangen ist. Da habe ich Haftungsvermittler drüber gepackt tatsächlich auf der Hand. Und dann bin ich da mit einem Falzbein drüber gegangen über die Stelle, damit das wieder geglättet wird. Und normalerweise, ja, sieht das dann besser aus, dementsprechend, da gehe ich aber gleich nochmal drüber. Ja, ich werde das aber wahrscheinlich erstmal nach dem Video korrigieren. Hier klebe ich das jetzt auch zur Sicherheit nicht nochmal ab, ne? Ihr könntet das auch machen, vor allem wenn ihr natürlich auf Karton arbeitet, empfehle ich euch eher so rum.
als auf Skizzenpapier, oder verwendet das Skizzenpapier, was ich hier in der Infobeschreibung eben verlinke. Ne? Also schaut euch da mal um. Ja, und alle Materialien verlinke ich euch wieder in der Infobeschreibung. Es handelt sich da um Affiliate-Links, also wenn ihr darüber bestellt, bekomme ich eine kleine Provision und ich freue mich darüber. Vielen Dank an diejenigen, die das bereits zahlreich machen. Ihr unterstützt so meine Arbeit und den Kanal. Danke. Da das ja ein niedliches Nilpferd werden soll oder ist vielmehr, ist ja schon niedlich, finde ich, aber hinterlasst es mir mal in den Kommentaren, wird das gleich auch noch einen Touch Magenta bekommen. Überall da, wo jetzt noch das ziemlich weiß ist, werde ich nochmal einen Hauch Magenta drüber nebeln. Aber das auch stark verdünnt und ich habe da noch ein bisschen Indisch Gelb reingemixt. Ja, um die einzelnen Falten jetzt präzise hinein zu radieren, nehme ich jetzt auch einen anderen Radierer. Der ist ein bisschen härter, aber das verkraftet noch hier das Skizzenpapier. Deshalb verwende ich den jetzt. Und das Gute an dem Radierer ist eben, dass man sehr, sehr feine Linien eben einradieren kann. Und das brauche ich jetzt hier gerade. Habt ihr noch weiter Lust auf die Airbrush-Technik, dann schaut euch unbedingt die nächste Playlist an. Bis gleich. Ciao!